Dass der Mensch viel Fleisch isst, weiß jeder. Allein in Deutschland werden jedes Jahr durchschnittlich 60 Kilogramm Fleisch pro Kopf konsumiert, in der gesamten Welt sind es 48. Es wurde von Forschern berechnet, dass der Fleischkonsum sich bis 2040 verdoppeln wird. Leider hat die Fleischproduktion einen erheblichen Einfluss auf die Umwelt. Doch es gibt einige Alternativen, die wir euch in diesem Video einmal vorstellen möchten. Der erste Fleischersatz sind die bereits weit verbreiteten Veggie-Produkte. Der Vorteil bei ihnen ist, dass man mit den geernteten Pflanzen keine Tiere füttern muss, sondern sie gleich in das Produkt weiterverarbeiten kann, das man später haben möchte. So muss man rund 12 Kilo Soja in ein Rind stecken, um später ein einziges Kilo Rindfleisch zu erhalten. Veggie-Produkte bringen also ein riesen Ersparnis. Das zeigt sich auch im Platz. Während man für 1 Kilo Rindfleisch 56 Quadratmeter Landfläche benötigt, sind es bei Soja bloß 4,8 Quadratmeter. Hinzu kommt, dass durch die Fleischproduktion eine Menge an klimaschädlichen Gasen wie CO2 und Methan freigesetzt werden. Die Treibhausgase, die durch Fleischproduktion entstehen, machen 14,5% aller Treibhausgase weltweit aus. Außerdem braucht so ein Tier natürlich viel Wasser, sodass umgerechnet 15.000 Liter in einem einzigen Kilo Rindfleisch stecken. Bei den einfachen Veggies fällt also ein Großteil des Futters, der Treibhausgase und des Wasserverbrauchs weg. Das zweite Ersatzprodukt sind Insekten. Für manche mag das zwar sehr befremdlich klingen, in anderen Regionen der Welt ist das allerdings bereits gang und gäbe. Die gezüchteten Insekten könnte man beispielsweise zu Mehl und dann zu einer fleischähnlichen Substanz weiterverarbeiten. Ein Vorteil hierbei ist, dass man aus einem Gramm Eier in kurzer Zeit rund 2 Kilogramm essbare Larven heranzüchten kann. Diese Larven benötigen nicht einmal viel Futter. Aus 10 Kilogramm Nahrung würde man sogar 9 Kilo Larven erhalten, wie bei der Soldatenfliege. Verglichen mit Fleisch ist das ein kaum merkbarer Verlust, denn rechnerisch würde man aus 10 Kilo Sojafutter bloß 0,85 Kilogramm Rindfleisch bekommen. Das ist 10-mal weniger. Dieser Vorteil macht sich auch im Platz bemerkbar. Die Fläche der Insektenproduktion beschränkt sich gerade mal auf ein Zehntel der herkömmlichen Fleischproduktion. Zudem sind Insekten leicht zu lagern und lange haltbar. Es gäbe auch die Möglichkeit, sich seine eigenen Tiere in kleinerem Stil zu Hause zu züchten und diese sogar mit den eigenen Küchenabfällen zu füttern. Der letzte Fleischersatz ist das sogenannte In-vitro-Fleisch, also lateinisch für Fleisch im Glas. Man nehme Stammzellen aus einer Kuh, eine Nährlösung sowie Vitamine und Mineralstoffe und gibt alles unter künstlichen Muskelreizen in einem Labor zusammen. Durch dieses Verfahren kann man sich theoretisch verschiedenste Stücke Fleisch züchten und dabei Sehnen und Knochen auslassen. Das Beste: Aus einer winzig kleinen Probe könnte man rund 10.000 Kilogramm Rindfleisch züchten, also eine gewaltige Menge. Dadurch verringert sich die benötigte Landfläche auf ein Zwanzigstel der herkömmlichen Produktion. Es werden außerdem nicht nur Transportkosten, sondern auch Futter und Wasser eingespart. Hinzu kommt, dass bei dieser Möglichkeit keine Kühe Methan ausstoßen können, sodass sich der Methanausstoß um 96% verringern würde. Allerdings ist dieses Verfahren noch in der Forschung und sehr teuer. Die entstehenden Energiekosten blieben zudem gleich mit denen der herkömmlichen Rinderproduktion und damit doppelt so hoch wie die der Schweinemast. Darüber hinaus wird die Nährlösung, die die Stammzellen zum Wachsen benötigen, derzeit noch aus dem Herzen eines Fötus gewonnen. Dabei sterben sowohl Kalb als auch Mutter. Eigentlich ist es völlig egal, welchen Fleischersatz man benutzen möchte. Wie das Video gezeigt hat, ist alles besser als die herkömmliche Fleischproduktion. Ob Veggie-Produkte, Insekten oder das neue In-vitro-Fleisch, jedes von ihnen hat einen positiveren Einfluss auf die Umwelt als Fleisch. Am besten wäre es jedoch, wenn wir uns auf Dauer ganz von jeglichem Fleischverzehr entfernen oder unseren Konsum zumindest deutlich verringern würden. Die Umwelt und die Tiere werden es uns danken.